In diesem Video erzähle ich Ihnen über meine Erfahrungen mit den Kau- und Schluckproblemen bei Menschen mit infantiler Zerebralparese, ICP. Eine ICP tritt während der Geburt aufgrund von Sauerstoffmangel auf. Dieser Mangel an Sauerstoff führt zu einer dauerhaften Schädigung des Gehirns und resultiert in einer schweren körperlichen Behinderung. Menschen mit ICP sind nicht in der Lage, ihre Muskeln gezielt zu steuern, da ihr Gehirn andauernd willkürliche Signale an die Muskeln sendet. Bei mir sind auch meine Kau- und Schluckmuskeln von dieser Beeinträchtigung betroffen. Beim Essen muss ich mich sehr darauf konzentrieren, um sicherzustellen, dass ich mich nicht verschlucke oder versehentlich auf meine Zunge oder meine Wange beiße. Während des Essens führe ich keine Unterhaltungen. Stattdessen ist es für mich wichtig, dass meine Assistenzkraft mein Essenstempo einhält, dass ich das Kauen nicht unterbrechen muss. Ich bevorzuge es, wenn sich meine Assistenzkraft während der Essenseingabe ausschließlich auf meine Bedürfnisse konzentriert und nichts anderes nebenbei macht. Das Essen eingeben mit einer Gabel bereitet mir keine Probleme, solange wichtige Dinge beachtet werden. Es ist entscheidend, dass die Speisen sicher auf die Gabel gespießt werden und dabei darauf geachtet wird, dass die Speisen nicht in kleine Stücke zerfallen. Wenn beispielsweise eine Nudel nicht ordentlich aufgespießt wurde und nur auf der Gabel liegt, könnte sie herunterfallen und ich mit den Gabelspitzen versehentlich gestochen werden. Deshalb ist es von größter Bedeutung, dass alle Speisen fest aufgespießt werden und sich an der Vorderseite der Gabel befinden, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Wenn dies aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, verwende ich einen Löffel. Ich esse mit einem Löffel alle Gerichte, die nicht sicher mit einer Gabel aufgenommen werden können. Dabei verwende ich zu Hause immer einen bestimmten Löffel, der die richtige Größe hat. Die auf dem Löffel befindlichen Stücke dürfen nicht über den Rand des Löffels hinausragen und sollten nicht zu hoch sein, da sie sonst an meinen Lippen oder Zähne stoßen und vom Löffel fallen könnten. Die Gabel und der Löffel dürfen nicht im Mund gedreht oder hochkant eingeführt werden, da dies zu schweren Verletzungen und Schäden an den Zähnen führen kann. Wenn eine Gabel zwischen die Zähne gerät, ist das äußerst unangenehm. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung. Ich kann am besten Speisen essen, die leicht einzugeben, weich, nicht zu heiß sind und nicht zu sehr zerfallen. Zum Beispiel verschlucke ich mich oft, wenn ich Reis esse. Ich esse Reis oder ähnliche Speisen nur, wenn sie gut zusammenhalten und beim Kauen nicht ganz auseinanderfallen. Flüssige Speisen wie Suppen bereiten mir große Schwierigkeiten, da die Suppe entweder vom Löffel oder aus meinem Mund läuft. Aufgrund meiner Behinderung kann ich meine Lippen nicht richtig schließen, was dazu führt, dass die Suppe aus meinem Mund fließt. Wenn ich Speisen esse, die man abbeißen kann, ziehe ich es vor, davon abzubeißen. Ich finde, dass das Abbeißen den besten Geschmack liefert, da ich alle Aromen mit einem Bissen erleben kann, anstatt die einzelnen Zutaten nacheinander mit einem Löffel zu essen. Das schmeckt für mich anders. Normalerweise beiße ich von den Ecken des Stücks ab, da dies für mich am einfachsten ist. Wenn ich von einem runden Brötchen abbeiße, kann der erste Bissen etwas schwierig sein, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Ecke existiert, die mir meine fremden Hände in meinen Mund schieben können. Falls ich mich beim Essen verschlucke, ist es wichtig, dass meine Assistenzkraft ruhig bleibt und mich aufmerksam beobachtet. In dieser Situation ist Stress und Hektik kontraproduktiv und verschlechtert meine Lage. Bis heute habe ich die Teilchen immer wieder alleine herausbekommen. Wenn jedoch ein Zeichen von mir kommt oder ich anfange blau anzulaufen, ist ein schnelles, angemessenes Handeln meiner Assistenzkraft erforderlich. Ich verschlucke mich leicht und es kommt oft vor, aber in den meisten Fällen ist es für mich am besten, einfach normal weiter zu essen. Dadurch kann sich der kleine Krümel oder das Teilchen, das Schwierigkeiten bereitet, lösen. Bei einigen Menschen mit infantiler Zerebralparese drückt die Zunge das Essen nach vorne, anstatt es nach hinten zu befördern. In solchen Fällen ist es wichtig, dass die Pflegekraft die Speisen vorsichtig im Mund möglichst weit hinten und an den Backenzähnen platziert. Dies verhindert,
dass das Essen von der Zunge aus dem Mund gedrückt wird. Diese Schwierigkeiten beim Essen habe ich nicht. Meine Zunge kann das Essen nach hinten und unter die Backenzähne befördern. Auf meinem YouTube-Kanal finden Sie weitere Videos, in denen ich über die infantile Zerebralparese spreche.